Willkommen zurück, ich bin Gordon und in dieser Folge geht es um die Grundlagen von Läufen einer Schusswaffe und einen Überblick über die beiden wichtigsten Laufprofile. Genauer dem klassischen Feldzugprofil und dem sogenannten Polygonprofil, sowie den technischen Hintergründen dazu, also welche Nach- und Vorteile haben die jeweiligen Ausführungen. Vor den verschiedenen Laufprofilen jetzt erstmal kurz die Grundlagen zu Drall und Lauf von Schusswaffen. Bei Schusswaffen wird bekanntlich ein Projektil aus einem vergleichsweise weichen Material mit einem hohen Explosionsdruck von einem Treibladungspulver durch ein Rohr, dem sogenannten Lauf, beschleunigt. Damit das Projektil nach Verlassen des Laufs nicht wild herumtaumelt, wird es innerhalb des Laufs in eine Drehbewegung versetzt. Damit sich das Projektil im Lauf überhaupt dreht, weisen die Läufe Profile auf, welche sich in das Geschoss pressen, und das Geschoss folgt dann in einer Drehbewegung den spiralförmig angeordneten Profilen im Lauf. Das Geschoss schraubt sich also sozusagen durch den Lauf. Die Fachbegriffe, die dafür verwendet werden, sind Drall für das schraubenförmige Profil, aber auch für die Geschossrotation, Dralllänge für die Länge, die das Geschoss im Lauf benötigt, um eine Umdrehung zu absolvieren, und Drallwinkel, die Steilheit des Dralls im Lauf, welcher unmittelbar mit der Dralllänge korreliert. Ein kurzer Drall bedeutet steiler Winkel und damit eine hohe Geschossdrehzahl. Langer Drall einen flachen Winkel und geringere Geschossdrehzahl. Das Kaliber 223 Remington mit seinem im Durchmesser ca. 5,5 mm doch recht kleinen ummantelten Geschossen erreicht zum Beispiel Drehzahlen um die 200.000 Umdrehungen. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Bei größeren Kalibern, also einem größeren Durchmesser, ist die Drehzahl geringer, da es hier natürlich irgendwie physikalische Grenzen gibt. Bei zu hohen Drehzahlen können die Geschosse nämlich auch zerreißen. Bei Läufen für zum Beispiel vornehmlich weiche Bleigeschosse, wie beim alten Colt-Revolver, ist der Drall oftmals nicht linear, also über das gesamte Rohr gleich verteilt, sondern progressiv. Das heißt, zum Ende hin wird der Drall kürzer, also der Winkel steiler. Durch die hohe Masse und dem weichen Material muss das Geschoss möglichst langsam in Rotation versetzt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass es sozusagen über die Profile im Lauf drüber rutscht, und wenn das passiert, wird das Geschoss zumeist so stark beschädigt oder verformt, dass es im weiteren Verlauf kein großartiges Drehmoment mehr aufnehmen kann und dann mit viel zu geringer Drehzahl den Lauf verlässt. Um das zu minimieren, hat man unter anderem metallummantelte Geschosse entwickelt. Bei metallummantelten Geschossen kann der Drall kürzer gewählt werden, weil der Mantel ein Mehrfaches an Drehmoment aufnehmen kann. Nicht nur der Durchmesser oder die Länge eines Geschosses muss zum Drall eines Laufs passen, sondern auch das verwendete Geschossmaterial und dessen Aufbau ist entscheidend. Bei langen Geschossen bietet zum Beispiel die Spitze vorne dem Luftwiderstand einen längeren Hebel für die Seitenkräfte um seinen Massenschwerpunkt. Damit lange Geschosse im Flug nicht anfangen zu taumeln, müssen sie eine höhere Drehzahl zur Stabilisierung haben als kurze Geschosse. Daher wählt man bei langen Geschossen einen kürzeren Drall. Als ob der ganze Drallkram, die verschiedenen Winkel und Ausführungen nicht ausreichen würden, gibt es auch noch die verschiedensten Profilformen. Also der Teil vom Lauf, welcher sich ins Geschoss drückt und ihm die Drehbewegung aufzwingt. Auf dem Tisch seht ihr zwei meiner Kurzwaffen, jeweils mit einem verschiedenen Laufprofil. Links der 1911er mit einem Polygonlauf im Kaliber 45 und rechts der Colt Richards, ein Revolver mit klassischem gezogenen Laufprofil und ebenfalls im Kaliber 45. Ich habe hier mal den Lauf vom Revolver abgenommen. Hier kann man schön das klassische Zugfeldprofil sehen. Zudem ist der Drall bei diesem Lauf auch noch progressiv ausgeführt. Den progressiven Drall trifft man häufig bei Waffen an, die vornehmlich für weiche Bleigeschosse ausgelegt sind. Grundsätzlich ist das Feldzugprofil eher scharfkantig, was dann auch deutliche Spuren am Geschoss hinterlässt. Die erhabenen Stellen des Profils nennt man die Felder und die Vertiefungen sind die Züge. Die Anzahl der Felder variiert ab 2 aufwärts. Bei Handfeuerwaffen, ob lang oder kurz, sind das am häufigsten 4 oder 6 Felder. Jeder Hersteller hat da aber auch seine eigene Philosophie, was die Anzahl und die Breite der Felder betrifft. Was man aber sagen kann, ist, dass mit zunehmender Anzahl der Felder sich logischerweise die Oberfläche vergrößert und mehr Wärme aufgenommen wird. Man hat zwar eine bessere Geschossführung, aber auch höhere Gasverluste.
Ist die Anzahl der Felder gerade, handelt es sich um ein symmetrisches Profil. Die Felder liegen sich also gegenüber. Ganz neu oder auch alt, wie man es nennen will, sind die unsymmetrischen Feldzugprofile, hier rechts im Bild, die von den jeweiligen Herstellern dann mit ganz tollen Eigenschaften beworben werden. Aus technischer Sicht ist das, zumindest was ich dazu in meiner Recherche gefunden habe, eher marginal. Jetzt zum Polygonprofil. Das Polygonprofil ist keineswegs eine neue Erfindung, sondern viel älter als man denkt und geht bis zu den Vorderladern zurück. Die ersten Varianten waren tatsächlich hexagonal wie so ein Schraubenkopf und die Geschosse waren bereits passend vorgeformt. Wer sich da historisch interessiert, der sucht nach dem Stichwort unten im Bild. Beim Polygonprofil handelt es sich nicht um scharfkantige Unterteilung, sondern um eine Vielrundform. Auch hier gibt es verschiedene Ausführungen. Am gebräuchlichsten ist aber das Innen sechsrund. Das ähnelt dann auch mehr dem klassischen Feldzugprofil, bloß halt mit Rundung. Die noch frappierendere Ähnlichkeit mit dem Schraubenkopf-Typ Torx Plus kommt jedenfalls nicht von ungefähr, denn es geht ja beim Lauf darum, das Geschoss in eine Drehbewegung zu versetzen. Und der Vorteil dieser Form ist, dass sie ein für polygonale Läufe vergleichsweise hohes Drehmoment auf das Geschoss übertragen kann. Was Polygonläufe auszeichnet, ist die Tatsache, dass bei gleicher Wandstärke höhere Drücke aufgenommen werden können. Weiterhin sind sie leichter zu reinigen, haben eine höhere Standfestigkeit, sie beschädigen die Geschosswandung nicht und sind gasdichter, womit die Geschosse eine höhere Geschwindigkeit erreichen. Nachteil ist, dass sie dennoch weniger Drehmoment übertragen können als gezogene Läufe, das heißt, gerade bei weicheren Geschossen kann es bei hohen Geschwindigkeiten eher über die Profile rutschen. Bei Langwaffen sind Polygonläufe daher eher selten, außer die Standzeit ist wichtiger als die Präzision, wie zum Beispiel bei Maschinengewehren. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass Waffen mit Polygonläufen unpräzise wären. Ganz im Gegenteil, jedoch ist die Fertigung kostenintensiver als klassische Läufe und gerade bei langen Läufen auch technisch aufwendiger. Bei Kurzwaffen spielt das nicht so eine große Rolle. Ich selbst finde Polygonläufe übrigens subjektiv besser. Ich habe da irgendwie keinen Nachteil bei der Präzision festgestellt und außerdem lassen die sich wesentlich einfacher reinigen und halten irgendwie gefühlt ewig. So, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.